diesem Video habe ich mit euch im Bundesarchiv eine Forschungsanfrage zu meinem Großvater im Zweiten Weltkrieg gestellt und eine Antwort erhalten. Bleibt dran, ihr dürft gespannt sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My German Diary. Das Bundesarchiv ist mit seinen Dokumenten, Urkunden, Filmen und Postern aus über 7 Jahrhunderten das Gedächtnis Deutschlands. Da auch immer mehr Schüler meinen Kanal abonnieren, wofür ich sehr dankbar bin, möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal raten, das Bundesarchiv unbedingt für ein Schulprojekt zu nutzen. Es ist wahnsinnig aufregend und spannend. Ich selbst habe dort eine Anfrage zu meinem Großvater im Zweiten Weltkrieg gestellt. Die Antwort hat mich auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, enttäuscht, denn der Brief enthielt nur Angaben zu den Einheiten, in denen mein Großvater diente. Er enthielt aber auch eine Dokumentenkopie des französischen Kriegsministeriums, da sich mein Großvater in französischer Kriegsgefangenschaft befand. Nachdem sich meine Enttäuschung etwas gelegt hatte, habe ich über die Einheiten recherchiert und sichte auch heute noch weitere Originaldokumente. Ich interessiere mich einfach für die Geschichten der Menschen hinter den historischen Ereignissen und meine Vergangenheit. Vor allen Dingen aber habe ich das Dokument aus dem französischen Kriegsministerium übersetzen lassen. Mein Großvater war seit 1945 in einem Gefangenenlager in Lunéville interniert, wo insgesamt etwa 11.000 Gefangene lebten. Lunéville ist eine französische Kleinstadt mit heute etwa 20.000 Einwohnern in der Nähe von Nancy. Aus Erzählungen meiner Familie weiß ich, wie mein Großvater in den letzten Kriegstagen unter Lebensgefahr zu seiner Familie nach Leipzig zurückkehrte und am 28. Mai von amerikanischen Soldaten verhaftet wurde. War dies nicht unüblich, hat ihm dies vielleicht sogar das Leben gerettet. Am 2. Juli wurde Leipzig nämlich an die russische Armee übergeben. Meine Großmutter wusste zunächst über ein Jahr nichts über den Verbleib meines Großvaters, bis sie endlich einen Brief aus Lunéville erhielt. Das Dokument enthält auch das Datum seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im Jahr 1947. Zurückgekehrt ist mein Großvater allerdings erst 1950. Auch hier weist das Bundesarchiv den Namen eines Durchgangslagers in der BRD, nicht aber in der DDR. Ich meine, dass es bei Eisenach war. Mit weiteren Informationen meiner Familie habe ich in sozialen Netzwerken nach Menschen gesucht, die sich vielleicht aus Familiengeschichten an meinen Großvater erinnern können. Ich weiß zum Beispiel, dass er auf einem Bauernhof und später in einer Käserei gearbeitet hat. Die Anteilnahme ist überwältigend, aber leider bisher erfolglos, denn immerhin reden wir über eine sehr große Zeitspanne. Ich gebe die Hoffnung jedoch nicht auf und werde vielleicht sogar einen Brief an das Rathaus der Stadt schreiben. Bonjour, je suis le petit Ben du Allemand. Was meint ihr? Bevor ich euch aber weiter über meine Recherchen und vielleicht sogar von einem Besuch in Lunéville berichte, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob euch das überhaupt interessiert. Oder seid ihr einfach nur gelangweilt und möchtet mit mir Grammatik lernen? Wenn das so ist, in diesem Video verwende ich die Konjunktionaladverbien bevor, während und nachdem. Zu diesem Thema wird es bald ein Video geben, auf das ihr euch heute schon einmal vorbereiten könnt. Und wer mag, kann in der Beschreibung den Wortschatz vertiefen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ben.